Ist Leuchtkraft gleich Leuchtkraft? Wie viel Lumen braucht ihr wirklich? Moin! Heute geht es einmal um die Leuchtkraft bei der Veränderung der Lumenzahl oder einfach gesagt, wie stark ist die Leuchtkraft bei welcher Leuchtstärke welcher Lampe. Um das Ganze natürlich nicht zu lang zu machen und alle Lampen in unserem Sortiment zu testen, haben wir uns einige von Nextorch herausgesucht. Nextorch, um uns das kurz in Erinnerung zu rufen, ist ein Unternehmen, das schon vor ungefähr 20 Jahren gegründet wurde, seinen Fokus sehr schnell auf den professionellen und dann auch in den taktischen und militärischen Bereich gelegt hat und seitdem nicht nur Lampen herstellt, sondern auch Werkzeuge und Tools und Sicherheitsmaterial. Das soll aber heute nicht Thema des Videos sein, dazu machen wir später noch ein getrenntes Video. In diesem Video ging es uns maßgeblich um die Lichtausbeute und zwar auch im Vergleich, ob wir von 1000 zu 3000 Lumen auch eine dreifach höhere Leuchtkraft haben. Dafür sind wir extra rausgegangen, natürlich des Nachts, und haben die verschiedenen Lampen mal durchprobiert in verschiedenen Stufen. Und zwar auch von der TA-Serie und der P-Serie. Die TA ist ja ganz klar aus dem taktischen Bereich, also für sehr professionelle Anwender. Haben dort auch mal die Stroboskopeffekte getestet, wie stark die nachher wirken. Und das Ganze zeigen wir euch jetzt mal an unterschiedlichen Beispielen. Beginnen wir mit dem kleinsten Modell, die TA22. Praktisch schon eher so ein Pencil Light, also eine Taschenlampe, die ich auch sehr gut wie ein Stift in eine Tasche stecken kann. Hat wieder die typischen Funktionen der TA-Serie. Wir können einmal mit der Lampe leuchten, nur indem wir draufdrücken und wieder loslassen. Dann hört auch das Leuchten sofort wieder auf. Wir können sie aber auch feststellen, dass sie kontinuierlich leuchtet, dabei natürlich auch die Lichtverhältnisse erhöhen und wieder senken. Und dann hat sie, wie die meisten, auch einen Stroboskopeffekt. Im geringsten Energiesparmodus besitzt die Lampe 15 Lumen, soll bis zu ungefähr 15 Stunden halten. Im normalen Modus besitzt sie 150 Lumen, hält dann allerdings auch nur noch bis zu 2 Stunden und 1 Stunde kann sie im maximalen Modus mit 850 Lumen Leuchtkraft leuchten. Als nächste im Sortiment ist eine Lampe aus der TA30-Serie, hier die CG. Und zwar gibt es die auch in der Limited Edition, die wir zusammen mit Nextorch gemacht haben. Die normale TA30 hat wieder die unterschiedlichen Modi zum Feststellen, den Stroboskopeffekt und den normalen taktischen Modus, der sich nur aktiviert beim Drücken, wie wir eben auch schon gesehen haben. Bei dieser hier ist allerdings nur noch ein Modus vorhanden, der ist nur für den professionellen Einsatz und zwar für Leute im taktischen Bereich, die also um eine Ecke schauen wollen, nur kurz leuchten wollen und das Licht sofort wieder aushaben möchten, die also die Lampe nur durch Drücken aktivieren können. Dafür besitzt sie diesen Haltering, um sie besser in der Hand halten zu können und verzichtet trotzdem dann auf die anderen Modi. Dieses Modell leuchtet dann konsequent mit 1600 Lumen, solange ihr den Knopf gedrückt haltet. Springen wir kurz zur P-Serie und zwar hier die P8, die nämlich auch mit einer Maximalkraft von 1600 Lumen daherkommt. Anders aufgebaut ist, sie hat nicht hinten den Drehknauf und wird mit dem Daumen bedient, sondern ist wie eine normale Taschenlampe mit einem Druckknopf vorne versehen. Hier können auch die verschiedenen Stufen eingestellt werden und gleichzeitig kann mit einem Knopf der Stroboskop ausgelöst werden. Im Energiesparmodus leuchtet sie mit knappen 20 Lumen, ungefähr 80 Stunden lang. Im mittleren Modus dann mit guten 350 Lumen, ungefähr 4,5 Stunden lang Betriebsdauer. Und im Maximum-Modus schafft sie immer noch 2 Stunden, die 1600 Lumen zu halten. Der Strobo-Effekt selber nutzt natürlich auch die 1600 Lumen. Gehen wir jetzt zurück nochmal zur taktischen Reihe und zwar der TA70. Eine neue Form hat Nextorch ihr gegeben, liegt daher auch sehr gut in der Hand, da meistens die Hand ja nicht rund schließt, sondern eben leicht im Oval. Besitzt auch wieder ein Ring, ein Haltering und verschiedene Lichtmodi. Diese werden nicht durch ein Rad gedreht, sondern hier durch einen Schieberegler aktiviert, stehen aber ansonsten
den bisher bekannten in nichts nach. Über den Daumenschalter lassen sich diese aktivieren. Dann wieder durch leichtes Antippen regeln. Gehen wir mit dem Schalter weiter, können wir den Stroboskopeffekt aktivieren. Und drücken wir den Knopf nicht ganz durch, haben wir wieder die Möglichkeit, in der taktischen Variante nur durch Halten die verschiedenen Modi durchzuschalten. Im Energiesparmodus schalten Sie mit ca. 28 Lumen 30 Stunden lang. Im mittleren Modus mit immerhin 300 Lumen ca. 3 Stunden lang. Und im normalen Maximalmodus mit 1300 Lumen 2 Stunden lang. 3500 Lumen erreicht sie im taktischen Modus, also beim Gedrückthalten der Taste oder im Strobo-Effekt. Die P91 wiederum paart jetzt die normale Taschenlampe mit dem Druckknopf, wie wir ihn kennen, mit der taktischen Variante, und zwar dem taktischen Knopf im Daumenbereich sowie dem Stroboskop-Effekt. Der Daumenbereich aktiviert also auch wirklich nur für den Moment des Haltens und löscht das Licht danach wieder, sobald ich loslasse. Hier aktiviere ich jetzt im vorderen Bereich ganz normal über den Schalter die verschiedenen Lichtmodi, und zwar von Low, Medium to High, und kann sie auch hier wieder ausmachen. Im Energiesparmodus, also im Low-Bereich, leuchtet sie mit immerhin 45 Lumen ca. 60 Stunden lang. Im mittleren Bereich mit 350 Lumen noch immer ungefähr 8 Stunden lang. Und im maximal feststellbaren Bereich mit 1100 Lumen noch über 2,5 Stunden lang. Wenn ich den Maximaleffekt von 5000 Lumen einstelle, den kann ich auch für kurze Zeit feststellen, leuchtet sie immerhin noch über 1,5 Stunden. Das gleiche gilt natürlich für den taktischen Modus, wenn ich sie nur aktiviere oder den Strobo-Mode verwendet. Kommen wir nun zu einem absoluten Mammut in der Serie, und zwar der Saint-Torch 31 mit 20.000 Lumen. Sie ist extrem robust und schwer, also ich sage mal, selbst in der Selbstverteidigung kann sie im Notfall noch genutzt werden. Gleichfalls natürlich durch die Leuchtintensität, denn sie geht immerhin bis 20.000 Lumen hoch. Diese Lichtstärken stelle ich wieder ganz normal hier vorne über den Schalter ein. Auch der Strobo-Effekt kann darüber aktiviert werden und auch wieder deaktiviert und auch wieder runtergeregelt werden, so wie ich durch den ganz normalen Druckknopf die Lampe wieder ausschalte. Auch ist es möglich, nur durch ein leichtes Drücken der Taste sofort die maximale Lumenanzahl aufzubringen. Damit kann ich also einen Angreifer zum Beispiel auch extrem blenden. Was uns übrigens noch zu einem weiteren Video bringt, das ihr demnächst auf unserem Kanal finden werdet. Und zwar wird es da um Selbstverteidigung und vor allem die Hilfsmittel zur Selbstverteidigung gehen, die man zur Verfügung hat. Nun aber kurz noch zu den verschiedenen Modi der Saint-Torch. Denn so wie im Stroboskop-Effekt und der maximalen Leuchtkraft erreicht sie 20.000 Lumen, auch im eingeschalteten sogenannten Turbo-Modus, der über 2 Stunden hält, erreicht sie diese 20.000 Lumen. Im höchsten normalen einstellbaren Modus leuchtet sie immerhin mit ganzen 6.000 Lumen und das fast 3,5 Stunden. Im mittleren Bereich mit 1.700 Lumen und zwar über 8 Stunden und im Sparbereich mit 90 Lumen und das dann über 80 Stunden. Ich hoffe, man konnte ganz gut erkennen, wie die Lichtausbeute im Dunkeln ungefähr ist. Wir haben das ja immer drunter gelegt. Ein paar weitere Sachen haben wir aber auch noch abgedreht, und zwar, wie stark scheint jetzt zum Beispiel so eine Nextorch Kopflampe. Und außerdem haben wir noch etwas sehr Spezielles, gerade für Einsatzkräfte, nämlich das UT51 Armband, das ihr euch umlegen könnt, um dann bei einer Kontrolle besser aufzufallen. Das war ein kleiner Einblick in die Lichtausbeute bei verschiedener Lumenzahl. Andere Hersteller sind da relativ ähnlich. Die Kegelweite kann sich da unterscheiden. Da werden wir übrigens zum Vergleich demnächst die Woven A1 vorstellen mit 20.000 Lumen. Da könnt ihr mal schauen, diese leuchtet noch ein Stück weiter, wie da die Lichtausbeute bei gleicher Lumenzahl ist. Und nun bedanke ich mich recht herzlich für alle, die wieder bis hierhin dran geblieben sind. Habt ihr selber Nextorch-Lampen oder andere Lampen mit verschiedenen Lumenzahlen? Schreibt es doch mal in die Kommentare, wie die sich dagegen schlagen, welche ihr am meisten präferiert und was ihr meint, wie viel Lumen ihr denn wirklich braucht.
Ich würde mich darüber sehr freuen und bis dahin sage ich Tschüss.